Herzlich willkommen beim Radio Video Magazin in einem neuen monatlichen Daily Vlog, der Monat Juli. Und ich habe es noch nicht gefunden. Ich bin gerade beim Schneiden dieses Videos, was ihr jetzt gerade seht. Keine Begrüßung, kein Intro. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich habe auch noch Aufnahmen gefunden von unserer Rückreise aus Kanada, die im letzten monatlichen Daily Vlog nicht mit drin waren, wenn ich mich nicht täusche. Die seht ihr jetzt und dann starten wir rein in den anderen Kram, den wir gemacht haben, der so ein bisschen fließender Übergang am 30. glaube ich sogar schon startet. Und dann, ja, der Rest erklärt sich hoffentlich von alleine. Wenn nicht, sehen wir uns gleich nochmal irgendwie hier aus dem Schnitt wieder. Let's go! Hier wartet man auf seinen Koffer. Dann sieht man seinen Koffer kommen. Dann holt noch massiv Luft. Der Koffer wird nicht geklaut. Wahrscheinlich. Dann geht man an einen freien Platz. Die lässt man frei, da kann man nicht mehr sehen. Panik ist eingebracht, aber dann achtet man darauf, dass man einen Sonderkoffer hat, den man auch wiedererkennt. Aber man muss seiner Tante vielleicht mal sagen, das Nasty-Logo ist andersrum. Das ist keine Insel. Das ist keine Insel, das ist das Logo einer Band. Und dann hat man seinen Koffer. Tja. Auch sehr Reißverschluss auf. So komplett. Wir sind beim monatlichen Daily Vlog Juli und sind auf dem Weg zum Gastiland für 2 Tage. Also wir sind 4 Stunden auf dem Weg, aber für 2 Tage da. Und von da aus geht es dann auf den nächsten Trip oder auf die nächste Tour, die aber auch separat wird. Aber dann nehmen wir euch jetzt hier vorher schon mal mit. Ich raste aus, ey. Vielleicht geht es auch nur 1 Tag ins Gastiland, weil den Rest Einen Flur haben. ja, das ist doch wirklich gagelig, ist das doch. So, das kannst du ausprobieren. Alter, du sollst doch nur eine Brezel holen. Ja, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Bäckerei gemummelt anscheinend. Wow. Jetzt. Der Klassiker. Hast du ein Kind dabei? Ja, ich. Hey! Ja, wessen Möhrchen müssen denn jetzt hier noch irgendwo untergebracht Na werden? und? Warte, meine Möhrchen. Genie. Willst du die reintun, eine kalte mitnehmen? Wenn die kalt sind Die noch, sind eiskalt. dann tauschen wir das auch. So. Das da. Warte. Oh, hält. Achso. Die Bolli. Bolli, der Bollerwagen. Ganz klar. Lass uns gleich noch eincremen. Das brauchen wir. Was haben wir denn alles? Ja. Teleobjektiv. Ein Teleobjektiv. Gaffer. Gaffer. Putzzeug. Putzzeug. Backup-Kamera, Weitwinkel. Akkus. Jetzt sind die Akkusativ. Düdüm. Verhasste 360-Grad-Kamera. Nicht verhasst, wie die Leute es nicht erkennen. Das ist einfach nur so eine Abneigung. Kamerarassismus. Saugnapf, Safety Eye Klemme, Festschraubding, Magic Arm, GoPro Metallteil. Ansteckmikrofone brauchen wir eigentlich nicht, oder? Tu sie mal rein. Tu sie einfach rein. Heliport, Ablaufplan, Kleinkram mit Festigung, Mikrofon. Das Wichtigste. Ich werde damit das Leben noch schön machen. Genau, das ist alles Kabellage. Die brauchen wir ja nicht, wir laden ja nichts zwischen.
Steht auch wieder total schief, ne? Ja. Kamera. Hauptkamera. Flugzeug. Hubschrauber. Hubschrauber. Mit unsere Zettel. Einfach an der Seite, genau. Jo Leute, wir melden uns nochmal im monatlichen Daily Vlog. Wir sind fast durch im Rastiland. Wir müssen noch ein paar Aufnahmen machen. Und wenn ich das so mache, versteht ihr wahrscheinlich sogar noch mehr, weil ich glaube, da ist ein Mikrofon und das wäre jetzt schlauer gewesen. Und halt mir an, ich wollte das gerade mit Lärm drumherum testen. Nun ja, aber wir kriegen uns auch beide drauf, wenn ich den Arm komplett ausstrecke. Wenn du den nicht ausstreckst, Ja. dann bist du zu dick. Und mach von vorne. Ja, okay. Das geht ja auch. Sogar das geht dann höher über den Kopf. Hey, was mit mir? Hallo. Weiß ich schon? Okay. Die Haken hier im Bad, ne? Das sind so kleine. Da ist ein Airblade-Handtrockner. Oh. In meinem Bild. Heilige Milchmaschine, ich wusste gar nicht. Jetzt für April 26. Genau. Aber bis Ende 26 ist okay. Du musst da runtergehen. Jo Leute, wir sind jetzt in unserem Hotel in Flensburg angekommen und sind jetzt 4 Stunden vom Rastiland weggefahren und damit sind wir erstmal so weit bei dem Part durch im monatlichen Daily Vlog und wir fahren nämlich von hier aus weiter nach Dänemark und Schweden und da machen wir eine kleine Tour draus. Wir haben halt einen Stop in Liseberg, der gesetzt ist, wo wir für dahin wollen müssen und verbinden das mal ein bisschen und daraus wird ein kleiner Trip. Und das seht ihr dann, ihr werdet es sehen in einer anderen Reihe, ihr werdet Videos davon gesehen haben, aber genau. Und im monatlichen Daily Vlog geht's dann weiter, wenn wir dann wieder zurückfahren. Wahrscheinlich aus dem Potspark, weil das ist auch noch dann Teil des Ganzen, wo wir lang fahren. Irgendwie so. Sehen wir gleich. Also ihr seht es jetzt gleich sogar schon.
Und zu jeder Eröffnung gehört natürlich auch, dass das Band durchgeschnitten wird. Und jetzt kommen wir zu dem besonderen Zeitpunkt. Wetter spielt mit, Schere ist hoffentlich scharf. Und dann sagen wir auf ein gutes Gelingen und eine allzeit gute Fahrt. Dankeschön. Das ist ein bisschen untergegangen. Pozzis Schatzkammer haben wir vor Ort nicht erzählt und keine Nachtrag dazu. Ist nämlich der neue Merchandise-Shop vom Potzpark und richtig cool. Der brauchst einen Saus-Hoodie auf jeden Fall, vor allem mit diesen Bubbles. Das gefällt mir sehr gut. Der Buckethead ist richtig, richtig nice geworden. Der Hoodie ist der absolute Knaller, gefällt mir am allerbesten. Ist wirklich sehr, sehr geil. Und außerdem gibt es viele Sachen zu entdecken, die oben an diesen Regalen sind. Außerdem diese Bilder, die original den Standort zeigen, den man jetzt kennt. Straßenbau Pott, das ist ja die Basis, auf das alles basiert. Und viele andere Details und Originale sind da noch zu entdecken. Der Beginn der Türkei-Tour. So, ihr habt es gerade kurz gesehen, es ging nach Köln zum Dedicated Store, ein bisschen Material holen für das, was jetzt gleich noch kommt. Und nach Essen, da haben wir uns getroffen mit den Boys, wir mussten was besprechen. Es gibt keine Türkei-Tour, dazu demnächst aber mehr. Und die Boombox, die jetzt gerade ausgepackt wurde, das hat Gründe wegen diesem Ding hier, was nämlich nicht mehr funktioniert. Also, sie funktioniert noch. Aber es ist, du kannst komplett aufdrehen und es wird einfach nicht mehr laut. Es ist wirklich fast nur noch Zimmerlautstärke bei der Maximallautstärke, die geht. Die ganzen Veranstaltungstechniker unter euch und PA-Experten, was ist das? Woran liegt das? Was ist mit dem Ding hier los? Weil es eigentlich ein bisschen schad drum ist. Außer ein paar Kampfspuren ist eigentlich nicht viel dran. Aber das bringt ja auch nichts, wenn hier nichts mehr rauskommt. Aber diese JBL Boombox ist schon geil, vor allem für unterwegs. Bockt das schon richtig. Wobei diese angegebenen 24 Stunden auch Quatsch sind. Was machen Sachen? Hui! Hui! Rutsche. Bist du auch? Nein. Was macht ihr denn hier? Leute aufreißen. So. Ja, Mann, ich auch. Hey, komm, Wagenpapiere. Alles klar. Und jetzt sind wir auch bei dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, mit dem, wo wir beim Dedicated eingekauft haben. Wir fahren nämlich jetzt zum Ravensburger Spieleland. Und der Tagabend war noch Working Class Tattoo Podcast Geschichte. Das haben wir abends gemacht und sind um 3 Uhr aufgestanden in der Nacht und losgefahren. Juhu, das seht ihr jetzt. Jo Leute, monatlicher Daily Vlog. Müssen wir mal gleich zusammenfassen, was los ist. Aber das müsst ihr euch mal reinziehen, was ist mit den Menschen falsch. Ein Schnitzelreifen vor dem Herrn. Der lacht ja drüber. Ja. Staubige Angelegenheit. Leute, wir sind ein bisschen im Stress. Wir haben jetzt gerade gearbeitet
Park hat natürlich schon zu. Und die Jungs waren jetzt auch feiern, aber wir haben, es sollte die ganze Zeit irgendwie regnen. Und jetzt war die ganze Zeit, war es brüllend heiß. Wir haben all unsere Getränkevorräte weggesippt und waren jetzt gerade noch schnell im Rewe und haben uns noch Nachschub geholt und jetzt eben schnell unser Haus beziehen. Oder was auch immer. Ach, guck mal, hier gibt es einen Bollerwagen. Genau. Und schnell unter die Dusche, frisch machen und dann treffen wir uns mit den Jungs und Mädels von Aufwind und drumherum und gehen essen. Und deswegen ist das jetzt gerade so ein bisschen hektischer. Ihr kennt das ganze Spiel, ja. Und fertig sind wir natürlich auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie man das erkennen kann. 3 Meter, 2 Meter. Ah, hier ist ein Lift. Und dann geht hier der Drop runter. Hier sind die Pumpen. Ja, das ist toll. Geil. Hallo. Noch haben wir nichts. Aber ich würde dir alles geben. So Leute, ich melde mich nochmal im monatlichen Daily Vlog. Wir haben im Ravensburger Spieleland. Ich fühle mich mal wieder ein bisschen normal. Ich wollte flexen mit dem Bodensee im Hintergrund. Wir haben 2 Tage da jetzt abgeliefert. Das wird ein separates Video geben. Das wird aber erst kommen, wenn Scotland Yard eröffnet. Und jetzt sind wir haben 20 Minuten am Parkplatz gestanden, um runterzufahren. Wir haben uns nicht bewegt. Also ich glaube, dass nachdem da die Schranke offen stand und es auf einmal losging, die Schranken kaputt war. Und außerdem sind wir dann gute 25 Minuten statt weniger als 20 Minuten hier hingefahren, weil 30 Maximalgeschwindigkeit von 22 bis 6 Uhr heißt, um 19 Uhr kann man schneller fahren. Außerdem sind 60 km/h in einem Bereich, wo 100 erlaubt ist, schlecht, wenn man nämlich ganz normal die 100 fährt und auf einmal Pre-Collision eskaliert. Und jetzt haben wir sind am Bodensee, sitzen direkt neben dem Wasser, das ist super geil, das sieht total geil aus, bei einem Griechen und es ist schön kühl und genießen jetzt unseren Feierabend, haben auf jeden Fall auch echt Gas gegeben. Und was ich total spannend finde, ist, dass der Bodensee eine sehr, sehr wichtige Trinkwasserquelle ist und auch den Rhein speist und weiß ich nicht was alles. Also in welchem Zusammenhang haben wir das denn jetzt vor ein paar Tagen erst nochmal? Ging es da um Brücken? Nein. Nee. Oder ging es einfach nur um Trinkwasser? Nee, das war ein Ausschnitt, wo Lesch, der war doch auf so einem Boot, wo der den Typen gefragt hat. Ja, aber warum? Gefragt, weil du ein kleines Ding angemacht hast über irgendwelche Flüsse. Nee, es ging um Trinkwasser allgemein. Und dann waren, glaube ich, die Trinkwasserquellen in Deutschland. Ja, genau. Und sie dürfen nicht sagen, wo sie hier das Trinkwasser abzapfen, weil das natürlich kritische Infrastruktur ist. Aber das wird hier aus dem Bodensee zum Beispiel unter anderem. Bei der Farbe und den Schiffen da drauf und überhaupt weiß ich nicht, ob ich das trinken will, aber ich mag Leitungswasser. Selbst das, was bei uns aus dem Hahn kommt. Und ich glaube nicht, dass wir die geilsten Rohre bei uns im Haus haben. Wir haben viele neu gemacht, aber nicht alle. Wenn irgendjemand Küchen bauen kann, melde dich bitte bei uns. Und wenn jemand was dagegen tun kann, dass unsere Spülmaschine mal Wasser lässt, ungewollt, bitte melde dich auch. Julia Leisching, bitte melde dich.
So, ich melde mich auch nochmal im monatlichen Daily Vlog, auch wenn das alles ein Riesenchaos ist. Ravensburger Spieleland haben wir verlassen, sind eine sehr, sehr schöne Strecke gefahren, denn wir sind von Ravensburg nach Waldkirch gefahren, waren gerade bei Mack Rides und waren sehr, 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 sehr lange sogar da, keine Ahnung, 5, 6 Stunden. Tolle Gespräche, tolle Aufnahmen gemacht, tolle Einblicke, wieder eine sehr gute Zeit gehabt und ja, wie immer bei Mack Rides, sehr cool. Hat uns sehr gut gefallen und jetzt geht's von hier aus nach Hause. Wir sind natürlich jetzt erstmal beim Europapark Rastplatz, Rasthof. Es ist ein Autohof, also sagt man Rasthof. Und fahren jetzt gleich am Europapark vorbei und dann kämpfen wir uns nachmittags auf den Donnerstag zum Glück einmal wieder zurück nach Hause in die Heimat. Da ist noch viel, viel mehr Arbeit. Mal ab davon, dass wir die ganze Zeit zwischendurch auch noch am Telefon hängen, E-Mails hängen und so weiter. Darüber wird auch schon wieder getextet in Sprachnachrichtform und so weiter. Naja, ihr kennt das ja schon, ne? Dazu kommen auf jeden Fall nur super wild dumme Kommentare. Gerade eingesehen unter anderem zu einem Vlog, der schon was älter ist. Das Video kann weg, wir haben 2025. Und dass jetzt alles nur noch Scheiße ist, was wir an Videos machen, war auch dabei separat. Naja. Warum macht man dann so einen Gang? Oder? By the way, Leute, richtig schlau. 22.07. haben die am 22.07. aufgestellt. Wer stand da 3 Tage? Weil er nicht zu Hause war. Cool. Nichts passiert, weil die heute erst anfangen, offensichtlich. Oder hier unten noch. Drei. Da vorne ist noch einer. Wie oft musst du in deinem Leben falsch abgebogen sein, um so ignorant und faul zu sein? Jo, es ging auch noch mit meinem Cousin zum Frühstück. Das hatten wir uns schon über ein Jahr vorgenommen, weil der ja auch inzwischen selbstständig ist. Und wir haben quasi unseren Unternehmerstammtisch gehabt. Und das war jetzt eine einmalige Sache und kein Unternehmerstammtisch. Aber Uschi auch selbstständig, ich und mein Cousin. Und dann hatten wir schon ewig vor, frühstücken zu gehen. Das haben wir gemacht. Danach mussten wir noch ein bisschen Zeug besorgen. Uschi hat nämlich jetzt auch einen anständigen Arbeitsplatz hier eingerichtet bekommen. Hat auch ein bisschen gedauert, weil er auch jetzt 100% bei Red Review ist. Und dafür mussten wir dann im Baumarkt und auch neues Studio-Display organisiert. Das wird jetzt erstmal gleich angeboxt, ausgepackt. Und Action Jackson ist hier auf der Straße auch noch los und die Vorbereitungen für Glasfaserausbau laufen hier, der dann nächstes Jahr ist. Aber es müssen erstmal die Kabel dann verlegt werden. Legt man das nicht hin? Weiß ich nicht. Mogusta. Ja. Vorsicht, das ist ein Flugzeug. Schön. Ja, genau. Eine Woche noch. Genau das, weil du den nicht in Ruhe lassen kannst. Alles gut. So, wir waren mit Freunden Minigolf spielen in Neuss. War jetzt teilweise echt erschreckend. Die haben ein bisschen ja sehr krass da umgebaut. Diesen großen neuen Spielplatz, Freizeitpark, keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass aus. Hatten wir in den News ja auch immer Updates. Kinderland haben da ja richtig geil was hingebaut und ein Seilzugtower von Sunkit ist mit dabei und riesige Wabbelberge. Das haben die wirklich sehr gut gemacht. Das ist ein sehr cooles Ding, was ich so von außen gesehen habe. Aber da unten in der Gastro, der Service eine Katastrophe, wenn das so ist, wie es ist, also es ist so, wie es ist die Planung wieder, was gebaut wurde, eine absolute Katastrophe. Aber das Minigolfen hat wieder Spaß gemacht und war cool. Und dann haben wir auch, also dazu gibt es kein Video, es war einfach nur Ausflug mit Freunden. Und dann waren wir jetzt gestern noch auf dem Geburtstag von einer Freundin und
Das war dann Finale. Monatlicher Daily Vlog, gerade hier im Schnitt. Und was heute noch passiert, kommt dann in den August-Vlog. Aber wir haben jetzt den 30. Theoretisch gehen wir heute Abend noch mit Ralf essen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Das Final als Abschluss in diesem Video. Ne, morgen ist auch noch was. Wir gehen morgen mit Uschis Mama essen, weil die morgen Geburtstag, also die hat heute Geburtstag und feiert das morgen im Ressort. Das ist auch noch morgen, beziehungsweise der 31. Ansonsten wird hier gearbeitet und geschnitten. Das kann ich vorwegnehmen. Und dann sind wir durch. Wir haben sehr viel zu tun, haben sehr viel gearbeitet, aber wir passen natürlich auf uns auf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt sind wir durch mit dem monatlichen Daily Vlog. Juli 2025.